Servus und hallo zu dieser Episode Felix Tested Bikes. Zusammen mit euch bin ich ja schon über die Eurobike, die IAA und die Eurobico in Frankfurt gelaufen und trotzdem haben wir noch ein paar Trends noch nicht aufgespürt. Alle Trends gesammelt, die wir 2022 und darüber hinaus erwarten können, findest du in diesem Video. Fangen wir direkt an mit Trend Nummer 1. Darf es ein bisschen elektrischer sein? Während wir uns bereits an Schaltungen wie die Di2-Version der Shimano GRX oder der neuen SRAM E-Tab Explorer Linie gewöhnt haben, schielen schon die nächsten elektronischen Gravel-Komponenten ums Eck. SRAM treibt die Elektronik am Rad ordentlich voran und so haben sie eine elektronisch verstellbare Dropper-Post vorgestellt, die auf den komplizierten Namen Reverb AXS Explore Dropper Post hört. Doch damit nicht genug. Mit den Quarq TireWiz Luftdruckprüfsensoren wird dem richtigen Luftdruck nachgespürt. Ja, was ist denn das, wirst du dich fragen? Die Sensoren heben während der Fahrt den Reifendruck in Echtzeit und übermitteln dem Gravel Grinder oder der Gravel Grinderin ein Warnsignal per LED, wenn der Reifendruck angepasst werden muss. Einen Schritt weiter ist schon graver, wie wir auf der Eurobike gesehen haben. Da wird der Luftdruck nicht nur während der Fahrt gemessen, sondern er wird auch über eine Pumpe, die in den Narben vorne und hinten integriert ist, angepasst. Das heißt, es kann Luft abgelassen und es kann Luft aufgepumpt werden. Ist praktisch, wahnsinnig teuer und wird interessant werden, ob sich das auf Dauer durchsetzt. In welche Richtung sich das ganze Thema Elektronik am Fahrrad noch weiterentwickeln könnte, hat man auch am Cyclair-Bike gesehen. Zusammen mit Stork und Porsche wurde überlegt, welche Technik noch an einem Fahrrad untergebracht werden könnte. Und so hat dieses E-Gravel-Bike auch ein integriertes GPS-Tracking dank eigener SIM, Wi-Fi, Bluetooth und Bewegungssensoren sowie integrierte Kameras vorne und hinten. Die sorgen dann nicht nur dafür, dass der Fahrer Actionaufnahmen während der Fahrt aufnehmen kann, sondern auch, dass zum Beispiel die Rückkamera als Rückspiegel digital genutzt werden kann, indem das Bild auf das Smartphone gespiegelt wird. Ob sich mehr elektronische Komponenten in einem Segment wie Gravel, das ja sehr stark auf Autarkie setzt, durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Spannend ist es aber auf jeden Fall zu sehen, welche Richtungen die Technik im Bereich Hardware und Software noch machen kann und wie das Radfahren per se verändern bzw. sogar verbessern könnte. Analoger geht es weiter mit Trend Nummer 2, mehr Reifenfreiheit. Breitere Reifen sind ein Trend, der sich durch fast alle Bike-Kategorien zieht. Und auch beim Gravel wird es immer breiter. Canyon ist zum Beispiel äußerst gut darin, neue Trends aufzuspüren und welche zu setzen. Auf dem neuen Grizzle ist zum Beispiel auch ein 45 mm breiter Reifen verbaut. Andere Gravel-Bikes, die auf viel Reifenbreite setzen, sind zum Beispiel das Open White oder das 3T Explorer Max. Apropos Reifen, unbestätigten Gerüchten zufolge wird 650B auf lange Sicht am Gravelbike verschwinden. Das heißt, es wird auch keine Rahmengrößen mehr geben, die ausschließlich auf 650B oder optional auf 650B angeboten werden. Wäre schade, wenn es aber an den kleinen Rahmengrößen in Zukunft kein 650B mehr gibt. Kommen wir zum Trend Nummer 3 und der ist massiv zu beobachten. Die Bandbreite der Gravelbikes wird immer breiter, die Gräben zwischen den einzelnen Subkategorien werden immer tiefer und welche Subkategorien gibt es? Da sind zum einen diese race-orientierten Gravel-Grinder wie zum Beispiel das Scott Addict Gravel 10 oder die mittlere Allround-Kategorie wie zum Beispiel hier das Diamant 137 mit Vollausstattung. Das spricht mit seiner Vielseitigkeit sportliche Pendler an und auf dem anderen Ende des Spektrums dann die Bikepacker wie zum Beispiel hier das Salsa Marrakesch, das Weltenbummler dann auf ihren Reisen um den Globus oder auch nur zum See begleitet. Während die zweite Kategorie der Allround Gravelbikes den größten Anteil an Gravelbikes stellt, finden an den Ausfranzungen des Spektrums interessante Entwicklungen statt. Fangen wir an, indem wir uns zum einen die Aero Gravelbikes anschauen oder nennen wir sie Speed Gravelbikes. Irgendwie ein sperriger Name, wo sich noch nicht so richtig ein Name durchgesetzt hat. Auf jeden Fall werden immer mehr Gravelbikes aerodynamisch optimiert und mit extrem sportlicher Geometrie vorgestellt. Das Ziel von diesen Bikes ist es, Langstreckenrennen auf Schotter so schnell wie möglich abzuracen. Eins ist aber jetzt schon klar, die UCI wird 2022 Gravel mit in ihr Wettkampfrepertoire mit aufnehmen. Ob es die UCI damit schafft, jünger und cooler zu werden und sich neu zu positionieren oder ob sie damit die Aero Gravel Racer mit in den Sumpf der Sockenhöhenvorschriften zieht, bleibt abzuwarten. Vielleicht werden Gravel-Rennen aber auch zum Volkssport, wer weiß.
Auf der anderen Seite des Spektrums findet man immer progressivere Geometrien, wie hier zum Beispiel beim Fussell Causeway oder dem Evil Chamois Haggar. Mit progressivere Geometrie meine ich, dass ein abgesenktes Bottom Bracket und ein längeres Oberrohr verbunden wird. Dazu gibt es dann noch einen flacheren Lenkwinkel und um den weiteren Reach dann wieder auszugleichen, kommt dann noch ein kürzerer Vorbau an das Rad. Das Ganze fühlt sich dann sehr stabil und auch kontrollierbar auf Trails und beim Bergabfahren auf technischen Abfahrten an. Beim Urs von BMC oder den neuen Track Checkpoints sieht man das Ganze dann auch schon in etwas abgeschwächterer Form, auch bei den größeren Marken schon. Trend Nummer 4, es wird teurer. Schauen wir uns mal ganz kurz an, was da auf volkswirtschaftlicher Ebene gerade im Fahrradmarkt passiert. Laut einer IFO-Institutsumfrage vom September 2021 berichten 100% aller Einzelhändler im Fahrradfachhandel von Lieferproblemen. Auf der anderen Seite boomt das Fahrradgeschäft. Die European Cycling Federation geht davon aus, dass wir im Jahr 2030 30 Millionen Fahrrädern in europäischen Haushalten finden. Das sind ungefähr ein Drittel mehr als heute. Außerdem finden wir jetzt schon Preissteigerungen von 5 bis 20% bei einigen Herstellern, auch bei vielen Gravel-Modellen im Vergleich zu den Preisen von 2020. So kostet zum Beispiel das beliebte Rose Backroad von 2020 in der Ausstattung noch 2.499 € und kostet heute mit der vergleichbaren Ausstattung 2.849 €. Aber auch international, egal ob Specialized, Trek oder Orbea, die Hersteller geben fast alle an, sie müssen auf gestiegene Logistik- und Transportkosten reagieren. Was ist da los? Normalerweise machen Frachtkosten höchstens 3 bis 5% von dem Verkaufspreis eines Fahrrads aus. Wir sehen hier aber die Entwicklung von dem Weltcontainer-Index eindrucksvoll, wie viel teurer es geworden ist, Sachen per Container zu verschiffen. Und das ist nicht nur per Flugzeug so, sondern auch auf der Seefracht. Da kommt es zu regelrechten Staus und wer am meisten bezahlt, bekommt als erstes seine Ware. Und welche Räder würdest du als Hersteller jetzt bauen, die mit geringer Marge, wo du eine große Stückzahl bauen musst, oder die mit einer hohen Marge, wo du relativ wenige bauen musst? Richtig geraten, du baust Räder, die relativ teuer sind, mit denen du viel Marge auf wenig Stückzahlen unterbringst. Es sind zwar noch vereinzelt Einsteigerräder unter 1.000 € zu finden, wie hier zum Beispiel im Baumarkt von Profete für 900 €. Allerdings lautet die Prognose, die ich jetzt hier mal vorsichtig abgeben werde, der Großteil der Gravelbikes wird weiterhin im Preissegment von 1.500 bis 3.000 € verortet sein. Auch die Lieferfähigkeit und die damit verbundenen Wartezeiten werden sich 2022 noch wahrscheinlich nicht entspannen. Und entspannen ist ein gutes Stichwort, denn wir kommen jetzt zu Trend Nummer 5, Federungen. Diesen Trend darf man natürlich nicht unterschlagen. Während das Fully Gravel Bike Niner MCR mit sportlichen 12 Kilo vor wenigen Jahren noch belächelt wurde, findet man immer mehr hochpreisige Gravel Bikes mit Federelementen dran. Und das mag jetzt nicht nur daran liegen, dass die Gabelhersteller diesen Markt auch für sich entdeckt haben und ihn sehr ernst nehmen, sondern es scheint auch einen Bedarf danach zu geben. RockShox präsentiert zum Beispiel seine neue Rudy Gravel Federgabel auch an einem Grizzle-Modell von Canyon. Canyon ist relativ gut darin, Trends zu erkennen und auszuschlachten. Und die Lefty von Kendall ist auch schon wieder fast fest etabliert. Fox und SR Suntour sind auch im Gravel-Federgabelmarkt anzutreffen. Außerdem finden sich immer mehr federnde Elemente an Hightech-Rahmen. Hier zum Beispiel bei Specialized das sogenannte Future Shock-System in der Front des Bikes oder im Heck zu finden bei BMC die Micro Travel Technology. Es wird noch richtig spannend zu sehen, ob sich die Entwicklung, die man in den hochpreisigen Gravel-Bikes jetzt beobachten kann, auch bei den mittelpreisigen und bei den niedrigpreisigen Gravel-Bikes durchdrückt. Meine Vermutung ist, dass wir 2022 noch keinen Riesenhype auf Federelemente bei den niedrig- und mittelpreisigen Gravel-Bikes finden werden. Und ich bin auch am Zweifeln, ob 2022 der Markt schon so weit ist, dass sich viele Gravel-Federgabeln an ihr Bike nachrüsten wollen. Apropos Nachrüsten, dieses Paket ist heute von Redshift bei mir angekommen. Das ist die niegelnagelneue Pro-Sattelstütze, die wir in einem weiteren Video testen wollen. Wenn du das nicht verpassen willst, dann drück unbedingt auf Abonnieren. Und weiter geht's mit Trend Nummer 6. Klamotten, Schuhe, Hosen, Trikots, Helme, Socken. Alles ist ein bisschen lässiger, wenn auf dem Klamottenetikett Gravel steht.
Es scheint eine feste Definition für Gravel-Mode zu geben. So kann man das zum Beispiel auch an den Gravel-Kollektionen von Café du Cycliste ablesen oder auch die Gravel-Kollektion von Rose. Man sieht lockere Passform, lockerer als beim Rennrad und doch noch nicht so weit wie beim Mountainbike. Es finden sich Stoffe wie Lycra und Merino und natürlich eine Menge an praktischen Taschen. Farblich möchte es der Gravel Grinder dezent, stilvoll, aber nicht langweilig. Fashion. Hier prognostiziere ich, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Riesenzuwachs an neuen Marken, neuen Kollektionen in diesem Gravel-Klamotten- und Apparel-Markt sich finden wird. Und kommen wir zu Trend Nummer 7, der vielleicht wichtigste Trend in der ganzen Reihe. Es ist der Trend zur Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist in aller Munde und auch die Bikebranche kann sich nicht dagegen wehren, dass immer mehr Verbraucherinnen nach Transparenz in den Lieferketten und nach nachhaltigen Produktionsverfahren verlangen. VD kann hier zum Beispiel als eine der Vorreiter genannt werden. Die werden ab 2022 ihre komplette Produktion klimaneutral betreiben. Aber auch andere Hersteller rücken immer weiter in den Vordergrund der nachhaltigen Ansätze. Zum Beispiel arbeitet Schwalbe gerade an einem Recyclingprozess für Fahrradreifen. Außerdem ist ein Trend zu sehen, transparenter mit Fertigungsorten umzugehen oder sogar die Produktion komplett nach Europa oder gar Deutschland zu holen. Deutschland ist eigentlich als Fertigungsort auch ganz gut geeignet, zeigt sich, indem man zum Beispiel auf Ortlieb guckt. Ortlieb produziert seit 1982 auch hier. Bei der Recherche für das Video ist mir auch speziell Skio, eine neue Marke aus Hamburg, aufgefallen. Die bieten ein Gravelbike und ein Gravity-Bike an. Das Konzept von den Rädern ist jetzt erstmal gar nicht so spannend, sondern viel interessanter ist der Nachhaltigkeitskonzept, das auch Teil ihres Marketingkonzepts natürlich ist. Und zwar bieten sie Nachhaltigkeit auf 3 Säulen an. Zum einen wird der eigene CO2-Fußabdruck kompensiert und ein fester Gewinnanteil wird an World Bicycle Relief gespendet. Viel interessanter fand ich aber den Ansatz, dass sie ein universitäres Forschungsprojekt unterstützen wollen, das daran arbeitet, dass Carbonrahmen recycelt und upcycelt werden können. Das ist eines der drängendsten Probleme nicht nur der Gravelbikes, sondern von Carbon allgemein. Und da wird sich nicht nur 2022 noch extrem viel tun müssen. Welche Trends siehst du? Welche Trends möchtest du mitgehen? Welche Trends möchtest du auf gar keinen Fall mitgehen? Lass uns das gerne in den Kommentaren wissen. Würde mich interessieren. Und wenn du nochmal Lust hast, gemeinsam mit mir über die Eurobike zu gehen, dann kannst du dir dieses Video anschauen. Hier waren wir gemeinsam auf der IAA. Und wenn du Lust hast auf weitere Videos, kannst du gerne abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis bald. Ciao.